Grüßt euch und herzlich willkommen zum 20. Teil zum Bau meiner Spurnurlanlage. In diesem Teil wechsle ich wieder die Anlagenseite und mache an der Stelle weiter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Ich habe wieder ein Paket bekommen, und zwar habe ich mir eine Bruchbude gegönnt. Und die baue ich jetzt auf. Ich mache das so, wie ich das mit Häusern immer machen werde, also bloß so Zwischenschritte zeigen, weil, wie gesagt, ich schaue mir sowas selber nicht an und genau. Fangen wir an. Erst lesen, dann bauen. Das ist eigentlich so gar nicht meins. Normalerweise mache ich es immer andersrum. Na gut, schauen wir uns mal die Teile an. Ja. Gut, dann muss man jetzt erst entgraten. Ist auf jeden Fall dünner als das, was ich gewohnt bin, aber das muss ja nicht schlecht sein. So, dann fange ich an. Als erstes mache ich mal die ganzen Grate weg. Ich entgrate quasi. Bei meinen anderen Modellen, wo ich die ich bisher aus Resin gebaut habe, habe ich immer noch die Rückseite plan geschliffen. Da steht jetzt in der Anleitung, dass es das gar nicht braucht. Ein bisschen verzogen sind sie, aber die kann man mit Hilfe von kochendem Wasser anscheinend gerade biegen. Jetzt muss ich sie erstmal entgraten alle und dann sauber machen mit Spüli und dann schaue ich mir das an. Jetzt habe ich mal weitestgehend die ganzen Teile entgratet. Und es ist nichts für schwache Nerven, sagen wir mal so. Also eigentlich ist es nichts für mich. Aber da müssen wir jetzt durch. Jetzt habe ich hier noch, das wird nochmal ein Fenster. Bin gespannt, wie viel ich da abreiße. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. So, jetzt habe ich alles soweit entgratet und die Fenster habe ich auch entgratet und gefeilt mit der Feile. Das war sehr, ja, braucht man gute Nerven. Ich habe die meisten Fenster sogar ganz gelassen. Genau, und jetzt werde ich das als nächstes ich werde wahrscheinlich noch ein bisschen schleifen müssen, da komme ich nicht drum rum. Jetzt habe ich die ganzen Teile entgratet und mit Spülmittel gesäubert und habe mir schon Häufchen gemacht, wie ich sie zusammenbauen muss, und jetzt geht es mit dem Zusammenbau los. Und dann klebe ich die Teile nach Plan zusammen. Komm mal hier. So, und wenn das fertig ist, schaut das so aus. Drehen wir es mal um. Genau, jetzt mache ich die anderen Gebäudeteile wieder so und dann zeige ich euch das Zwischenergebnis. Jetzt habe ich alle drei Grundmauern, könnte man sagen, soweit fertig. So schaut das von oben aus. Also so richtig gerade ist es nicht, aber gut, das ist die Rückwand. Man kann das zwar in heißem Wasser, in heißes Wasser, kochendes Wasser legen oder halten und dann mit was beschweren quasi, dass es plan ist. Aber ich habe keinen Topf, der so groß ist. Das muss ich halt damit leben. Aber ansonsten, das geht schon irgendwie. Das steht im Hintergrund, von daher machen wir da jetzt kein Fass auf. So schaut es aus. Genau, jetzt lasse ich das mal über Nacht trocknen und dann machen wir weiter. Zwischenzeitlich habe ich die Innenseiten schwarz lackiert mit Sprühfarbe, dass das Licht nicht so durchscheint. Und als nächstes werde ich es mit einem Primer alles mal übersprühen. Mittlerweile habe ich alle Gebäude mit Primer übersprüht, mit der Airbrush. In der Anleitung steht, das braucht es nicht zwingend, aber ich habe das jetzt trotzdem mal gemacht. Und habe innen, ich weiß nicht, ob man es hier, habe ich schon die Wände ein bisschen gestrichen mit einer normalen weißen Wandfarbe. Da habe ich mit der Pinzette dann mit dem Schwamm so ein bisschen getupft. Und jetzt geht es an die Außengestaltung. Das probieren wir jetzt mal aus. Da habe ich hier
Kavallerie Brown von Vallejo. Ich finde, das ist immer eine ganz coole Ziegelfarbe. Die habe ich mir ein bisschen schon da drin verdünnt, weil ich auch mal wieder nicht mehr so viel Farbe habe. Da muss ich eventuell erst nachordern. Aber das probieren wir jetzt mal. So. Dann mache ich jetzt mal das Gesamtgebäude. Dann mache ich jetzt mal das ganze Gebäude. Genau, und dann schauen wir es uns mal an. So, das erste habe ich gemacht. So schaut es jetzt aus. Das ist jetzt erstmal der Grundanstrich. Finde es trotzdem ganz cool schon. Hier unten diese Sockelleiste und die Leisten von den Fenstern, die werde ich dann in einer anderen Farbe machen. Und jetzt lasse ich es aber erstmal trocknen. Jetzt habe ich das alles soweit angemalt und habe auch hier schon so ein bisschen mit Weiß getupft. Und jetzt wird es dann mit einem schwarzen Wash, beziehungsweise jetzt male ich erst noch die ganzen Kanten alle an und ja, ich weiß nicht, wie sich das nennt, Stürze, glaube ich, keine Ahnung. Male ich an und dann wird das alles noch mit einem schwarzen Wash quasi gefugt. Ich hoffe, dass es gefugt wird. So schaut es jetzt erstmal aus. Und wenn ich dann alles angemalt habe, schaut es so aus. Jetzt mache ich als nächstes die Dächer und dann muss ich das hier mache ich so ein bisschen rostfarben, weil das ist ja ein Stahlträger. Als nächstes mache ich das Dach. Das ist auch wieder so ein Pappedach. Und das male ich einfach schwarz an. Das habe ich ein bisschen verdünnt mit Wasser und ein Klecks Grau mit rein, dass es nicht ganz so dunkelschwarz ist. Dann wird es schön angemalt. Da werde ich dann auch mit Window Color mal versuchen, hier diese Bahnen quasi nachzubilden. Mal schauen. Genau, jetzt mache ich mal alle Dächer und dann können wir mal Probe decken. So, nachdem ich das Dach schwarz angemalt habe, bin ich nochmal mit einem grauen Wash rüber. Jetzt habe ich das schon mal hier ein bisschen Probe gestellt, so schaut es jetzt aus. Ist ganz hübsch geworden. Hier oben habe ich diese Schornsteineinfassung, also dieses, ja, das ja wahrscheinlich nicht so bröckelt oder ich weiß, für was es ist, ich kann es aber nicht erklären. Habe ich angemalert mit einem Metallic-Lack. Genau, jetzt werde ich das mal über Nacht alles stehen lassen. Und dann wird das Ganze mal mit einem schwarzen Wash getunkt. Und dann kommen noch die Fenster rein. Genau, und dann ist es eigentlich soweit fertig. Türen noch natürlich. Da weiß ich noch nicht, wie ich das hier mache, ob ich die offen gestalte, ob ich da eine Werkstatt reinmache oder nicht. Ich werde das auf jeden Fall mal vorbereiten, alles für eine Inneneinrichtung. Also muss ich ja nichts vorbereiten, also ich muss das einfach nur so lassen, wie es ist. Genau, aber so schaut es aus. Das stand jetzt über Nacht, das Ganze. Jetzt habe ich mir hier ein schwarzes Wash gemacht. Und jetzt gehe ich hier mal drüber. Und schaue, dass das schön in die Fugen läuft. So schaut es dann aus. Jetzt lasse ich es trocknen. Jetzt mache ich Seite für Seite quasi, dass das immer mit der feuchten Seite nach oben liegt, dass mir das nicht irgendwo runterläuft. So, jetzt kommt mal ein bisschen ein größerer Fortschritt. Ich habe mich in einen Rausch gebaut und habe dann nicht mehr so oft gefilmt. Aber im Prinzip habe ich auch bloß die Teile, die ich hatte, zusammengesetzt. Hier sind jetzt schon die Tore drin. Die Fenster habe ich jetzt schon nebenbei gemacht. Die müssen allerdings jetzt erst noch trocknen. Und dann werde ich das Ganze noch mit einem matten Klarlack überlackieren und dann kommen die erst rein. Genau, so schaut es jetzt aus. Jetzt fehlen noch die Dachrinnen und die Fallrohre. Aber es neigt sich dem Ende entgegen. Jetzt habe ich das Gebäude mal mit matten Klarlack lackiert, habe die Fenster eingesetzt und die Dachrinnen installiert. Die Fenster gefallen mir jetzt nicht so. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die mal ersetze. Jetzt fehlen nur noch die Fallrohre bei den Dachrinnen. Da habe ich auch andere genommen, die waren jetzt auch nicht so schick. Genau, jetzt fehlen da noch die Fallrohre. Die werde ich mal noch bei Gelegenheit machen. Aber jetzt trage ich es erstmal runter ins Kammerl und teste mal, wie es ausschaut. Und weil so viele Menschen auf der Welt ja ganz gerne mal polarisieren, habe ich mir gedacht, ich polarisiere heute auch mal was.
Und zwar polarisiere ich meine weichen Herzstücke. Da habt ihr mir fleißig geantwortet auf meine Kommentare. Und ja, jetzt schaue ich mal. Anscheinend ist es gar nicht so schwer. Jetzt verlängere ich als erstes mal mein Kabel, das zum weichen Herzstück führt. So. Und dann kommt das hier an den AUX 1. Und dann kommt hier mein Gleichstrom dran, das Ganze. Da habe ich jetzt in dem Fall Glück, weil der recht nah ist. Da muss ich nicht mordsmäßig rumverlegen. So, dann löte ich das mal hier unten dran. Schön. So, und dann kommt das da rein. Jetzt kommt meine Holde rein und macht die Photobomb. So. Das erste Kabel habe ich jetzt hier angeschlossen an den AUX. Und das, also das zum Herzstück hin. Und das erste Kabel schließe ich jetzt mal hier an und das zweite dann hier. Also Plus und Minus quasi vom Gleis. Da kann es aber sein, dass ich das dann tauschen muss. Also für alle, die das auch nicht wissen, so wie ich, mein Gott, wo ist sie denn? Da ist sie. Das probiere ich jetzt einfach mal aus und dann gibt es einen Erfahrungsbericht, aber ich schätze, dass die Erfahrung gut werden wird. Dann löte ich das zweite Kabel an Rot. Oder auch nicht. Ich lasse immer ein bisschen Luft am Kabel, dass ich noch Handlungsspielraum habe. Also hier mal immer so kleine Schlaufen. Dass wenn mal irgendwas ist, dann kann ich da quasi nochmal ausbessern. Das Kabel markiere ich mir jetzt, dass ich dann einen Anhaltspunkt habe, falls ich es austauschen muss. Dass ich quasi dann nicht, weil man verliert ja gerne mal dann ein Kabel. Ich meine, gut, das ist jetzt auch ein Stück kürzer, aber ich markiere es trotzdem mal. So, fertig polarisiert. Hoffe ich zumindest. So, und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann sollte die Köf da problemlos drüber fahren. Ansonsten gibt es einen kurzen. Oder ich habe es nicht richtig angeschlossen. Aha, also sie fährt schon mal. So, aber ich teste das jetzt noch mit einem Stück Draht, ob es mir einen kurzen gibt, was es jetzt theoretisch müsste. Ja, sehr schön. Oder eigentlich ja nicht, aber in dem Fall ja. So, dann stelle ich mal die Weiche und schaue, ob das anders auch funktioniert. Dann müsste es jetzt einen kurzen geben. Ja, wunderbar. Gut. Und wie heißt es so schön, wenn man keine Arbeit hat, dann macht man sich eine. Jetzt habe ich das Kabel abgerissen. Chlorreich habe ich das abgerissen. Und jetzt ist natürlich das Problem, dass das auf der anderen Seite schon eingeschottet ist. Normalerweise habe ich meine Gleise immer doppelt quasi eingespeist, bloß bei dem nicht, wie es halt immer ist. Gut, da überlege ich mir jetzt was. Jetzt habe ich hier seitlich reingebohrt, ein Loch. Und jetzt hoffe ich, dass ich da ein bisschen unten hinkomme. So, da ist das Kabel. Oh nein. Jetzt habe ich die Schwelle zerhackt. Es dürfte halt dabei sein, wie ich mich von Bullshit zu Bullshit stümpere. Hier ist die Stelle, wo ich die Schwelle quasi angebrandelt habe. Ich weiß nicht, ob man es sieht hier. Da habe ich jetzt schon ein bisschen Schotter drauf und mit Kleber, also man sieht es kaum. Gott sei Dank habe ich die Betrachter abgewandte Seite abgerissen und nicht die zum Betrachter hin. Jetzt mache ich noch einen Funktionstest. Ja. Gut, alles wieder gut. So muss das sein. So, was sich jetzt rausgestellt hat für mich, was ich nicht wusste, oder hätte ich mir eigentlich denken können,
Aber wenn ich jetzt von der Rückseite die Weiche befahre und die falsch gestellt ist, dann gibt es halt einen kurzen, weil dann natürlich das Herzstück falsch polarisiert ist. Das ist jetzt in meinem Fall nicht so tragisch, weil mir sowieso immer alles entgleist ist, weil ich zu feste Stellstangen hier verbaut habe. Also zu starre, zu dicke. Und dadurch war das wenig elastisch und dann konnte ich sowieso nicht aufschneiden. Genau, aber das sei noch dazu gesagt. Also wie gesagt, ich wusste das nicht. Aber eigentlich ist es naheliegend. Jetzt habe ich mal das Gebäude da platziert, so wie ich es mir vorstelle. Da habe ich mir jetzt gedacht, da kommt so eine Einfahrt rein. Hier kommt noch so eine Mauer davor, dass das wie so ein Hinterhof ist quasi. Ich habe das jetzt mir mal überlegt, ob ich da vielleicht dann die Garage auch aufmache und da irgendwie eine Inneneinrichtung dann irgendwie reinmache. Dann könnte ich da noch ein Auto so halb rausstehen haben, wo ich dann quasi irgendwie einen Mechaniker oder so, der da ein bisschen dran rumschraubt. Und hier kann man dann wieder rausfahren. Das beißt sich vielleicht unter Umständen so ein bisschen mit dem Hintergrund. Aber gut, das ist halt so. Genau, aber so stelle ich mir das jetzt vor. Gut, das soll es dann für das Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.